In der hintersten Ecke eines überwucherten Dschungels auf dem Planeten RD lauern die bösartigsten Gefahren dieser Welt. So auch dieser einsame Burger King. Seine Beute lockt er mit günstigen Preisen und fettigen Burgern an, nur damit sie am Ende viel mehr kaufen, als sie ursprünglich wollten. Was der Laden nicht weiß: Seit über 10 Jahren hat kein einziger Mensch auch nur einen Fuß auf diesem Server gesetzt. Bis heute. Willkommen bei Carbedox, wo wir Sachen tun, die keinem interessieren. Der erste Server, den wir uns heute anschauen, heißt Project City Build. Das ist laut Angaben der Besitzer eines der am längsten laufenden Minecraft-Server. Da ist es auch kein Wunder, dass es hier eine unfassbar große Anzahl an so ziemlich allem gibt. Allein schon der Spawn ist nicht von dieser Welt. Versteht ihr, weil das Planeten sind? Ich danke Granzym, dass er mir diesen Server vorgeschlagen hat. Was für eine geile Sau. Die 3 Portale am Spawn deuten an, dass es mehrere Welten gibt. Doch ich werde einfach so tun, als ob es nur diese eine geben würde. Die Monarchenwelt. Passend zum Servernamen wird hier eine Großstadt gebaut. Warum sie Monarchenwelt genannt wird, weiß ich nicht genau. Gleich zu Beginn sieht man einen wunderbaren Park, wo die Abbildung des Sonnengottes jeden Besucher begrüßt. Durch die Straßenbahnen und die ganzen Busse fühlt sich die Gegend gleich viel belebter an. Wie es aussieht, ist es sogar belebt genug, damit hier Cola-Werbung geschaltet werden kann. Coca-Cola. Für einen weicheren Durchfall. Die Details fangen schon in den Gebäuden an. Im Cola-Gebäude liegt eine kleine Disco mit einer eigenen Bar, einer Tanzfläche mit vielen Lautsprechern, Shishas an allen Tischen und getrennte Toiletten für Blas und bla 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 blas. Sobald der Laden schließt und du immer noch nicht hackedicht bist, kannst du dich hier in der Reihe aufstellen. Oder wie ich, einfach am Türsteher vorbeischleichen, um in diesen coolen Nachtclub zu gelangen. Spiel Billard mit Freunden und Fremden oder besuch dort den VIP-Bereich, der nur aus ein paar Stühlen und Tischen besteht. Doch das Besondere an diesem Ort ist, verrat das bitte keinem weiter, dass du von hier oben prima deine Getränke auf die anderen Gäste schmeißen kannst. Da diese Stadt recht groß ist, hat sie für die Straßenbahn zum Glück mehrere Haltestellen um die ganze Stadt verteilt. Sie unterscheiden sich sogar voneinander. Außerdem findet sich an der Stadtgrenze ein unfertiger Bahnhof mit den besten Schienen, die ich jemals in Minecraft gesehen habe. Man würde auch ohne den Bahnhof drumherum erkennen, was das sein soll. Falls ihr schon mal in Ungarn wart, werdet ihr vielleicht das hier wiedererkennen. Das ist eine Nachbildung der ungarischen Staatsoper in Budapest, die 1884 eröffnet wurde. Falls ihr noch Tickets für die nächste Show kaufen wollt, spart euch das und besucht lieber die Minecraft-Version. Dann müsst ihr euch nicht diese nervigen Sänger anhören. Man hätte diese Wolkenkratzer ja einfach bauen können und nichts im Inneren platzieren müssen. Doch ein paar Erbauer haben sich tatsächlich die Mühe gemacht, jedes einzelne Stockwerk zu dekorieren. Es ist einfach unglaublich, wie viel Mühe hier überall drin steckt. Wieder zurück in die Stadtmitte. Das Apollo Hotel. Bewirbt sich zwar als Hotel, doch eigentlich ist das eher ein Indoor-Park mit Sitzmöglichkeiten. Selbst wenn das hier ein Restaurant sein soll, habe ich keine Ahnung, wie dich irgendein Angestellter in diesem Labyrinth finden soll. Und was noch viel wichtiger ist, es gibt gar keine Hotelzimmer. Es werden in der oberen Etage nur ein paar Pflanzen ausgestellt. Es sei denn, die brauchen gar keine Zimmer. Da diese Pflanzen die Hotelgäste sind. Die Natur holt sich die Welt nicht durch Gewalt zurück, sondern indem sie überall Gebäude erkaufen und behaupten, es wären Hotels. So nehmen sie die Wohnmöglichkeiten der ursprünglichen Bewohner und sorgen dafür, dass sie wegziehen müssen. Kluger Schachzug. Ich für meinen Teil schätze unsere neuen Pflanzen-Overlords. Die Pflanzen begrüßen es natürlich, wenn du Fleisch statt sie frisst. Also besuch doch mal deinen örtlichen Popeyes. Die Stühle sind vielleicht nur ein bisschen zu hoch, so dass man sich wieder wie ein Kind fühlt. Ach, du denkst, du bist zu nobel, um Fastfood zu essen. Das ist völlig okay. Besuch doch stattdessen einfach den neuen Louis Vuitton gleich um die Ecke. Es ist nicht viel hier, aber wir garantieren, dass jeder Artikel stark überteuert sein wird. Hast du schon mal einen Wolkenkratzer auf Bein gesehen? Dann solltest du vermutlich weniger trinken. Aber in Minecraft kann ich euch das auch so demonstrieren. Was für ein geiles Gebäude. Es blendet schwarz, weiß und beige so natürlich miteinander zusammen, als würde man tatsächlich ein echtes Gebäude vor einem stehen sehen. Ach übrigens, erinnerst du dich noch an den Hauptbahnhof von vorhin? Wie sich herausstellt, gibt es etwas Ähnliches für die Straßenbahn. Diese hier ist allerdings fertig. Und als ob das schon nicht genug wäre, haben sie sogar eine untere Etage mit 2 weiteren Stationen. Die zweite und letzte Welt, die ich besucht habe, war die Cyberpunk-Welt. Futuristische Gebäude, die, wenn man genauer hinschaut, eigentlich absolut gigantische Fahrzeuge sind. Da, schau genau dorthin. Das sind doch die Ketten eines Panzers, oder? Ich muss sagen, ich habe nur einen Bruchteil von dem gezeigt, was sich hier befindet. Also bitte, wenn dieser Server für dich interessant aussieht, schau ihn dir unbedingt selbst an. Es steckt so viel Arbeit dahinter. Jedes Bauwerk wurde mit viel mehr Mühe und Liebe gebaut als dieses Scheißvideo. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
BF Cubefield. Ein wirklich interessanter Server. Ich weiß nicht, ob er verlassen ist, da er sich alle paar Wochen von Grund auf verändert. Letzten Monat war es noch ein Nachbau von der Skyrim-Welt und nun ist es eine moderne Stadt wie der letzte Server. Zu Beginn wird man in die Kanalisation gebracht, so wie ich es verdient habe. Aber Achtung, mit dem Betreten des Servers hast du den Regeln zugestimmt. Das sieht sehr wichtig aus. Schauen wir uns mal lieber die Regeln an. Ah, ja. Die Regeln. Immerhin gibt es hier nichts Kleingedrucktes. Die Befehle, die am Ausgang der Kanalisation stehen, lassen mich vermuten, dass der Server komplett Vanilla ist. Also keine Modifikation durch Plugins oder Mods hat, wie die meisten Server. Dennoch funktioniert alles so, wie es auf einem normalen Server laufen würde. Man kann sich easy zum Spawn und zum Bett teleportieren. Das beste Beispiel ist diese Truhe mit einer Elytra und etwas Feuerwerk. Die kann man nun endlich oft wieder nachfüllen lassen. Wenn wir uns zum Spawn teleportieren, ist man ganz kurz in einer Art Zwischendimension. Gefangen in einem Wasserbecken mit der Aussicht auf Türen in pechschwarzer Dunkelheit. Am Infopunkt kann man, wenn man will, sich über die Funktion dieser Stadt informieren. Allerdings schaue ich mich lieber selbst um. Wie, wenn man im Laden den Pfeffer nicht findet und ihn lieber eine Stunde selber sucht, damit man keinen Kontakt mit anderen Menschen haben muss. Die Gebäude hier bieten praktische Funktionen, wie kostenlose Nachtsicht und kostenlose Verzauberung an. Allem Anschein nach hat diese Stadt eine funktionierende Stromversorgung und eine boomende Community. Die Straßen sind voller Fahrzeuge und spielenden Kindern. Eine schlechte Kombination, aber egal. Hotspots werden ausgeschildert, damit man alles recht einfach finden kann. Wollte ich eigentlich sagen. Doch dann bin ich in diesem Gebäude gelandet und dachte, das wäre das Krankenhaus, weil Krankenhausring auf dem Schild davor stand. Doch ich vermute, dass das einfach nur der Name der Straße ist. Also, da ich schon hier bin, heiße ich euch willkommen in der Cubefield AG. Prominenter Lieferant von ganz vielen Sachen und bekannt für ihren direkten Teleport in die magische Schattendimension unter der Stadt. Ich habe mich hier unten umgeschaut und abgesehen von diesen 2 Gebäuden ist hier nichts. Es ist bewundernswert, wie viele Details das Hauptgebäude hat. Die Cubefield AG hat einen Parkplatz für Kunden und Mitarbeiter, Brunnen vor und im Gebäude, die modernste Büroausstattung für die Mitarbeiter und sogar Solarpaneele auf dem Dach, um Piloten besser zu blenden. Wie sich herausgestellt hat, ist das Krankenhaus übrigens gleich daneben. Gleich das nächste Haus. Ja, das da. Hier können wir auch sehen, wie Jeff rein transportiert wird, um gleich vom freundlichen und vertrauenserweckenden Dr. Liebricht behandelt zu werden. Jeder gute Doktor schaut mysteriöse Flaschen mit seltsamen Flüssigkeiten mit solchen Augen an. Auf ihrer Website habe ich außerdem gelesen, dass dich die Wartezeiten hier wortwörtlich umhauen werden. Und für besonders schlimme Fälle steht der Quarantäneraum immer für Selbstchecks offen. Es ist eigentlich ganz einfach. Du läufst in die TARDIS-Prüfung und wenn du... Hier kann man übrigens alles von pinken U-Booten bis zu Luftschiffen finden. Geh nur auf keinen Fall in dieses Klo. Es heißt, dass Idioten es immer wieder schaffen, sich dort einzusperren. Sobald man dich dann dabei erwischt, wie du in ein U-Boot eingebrochen bist, schickt man dich zum Tempel der 4. Hier wirst du angeklagt und musst dich vor den 4 Elementen für deine Verbrechen rechtfertigen. Dieser Turm ist riesig. Verlauf dich nur nicht auf dem Weg zu deiner Anhörung. Nachdem du vom Gerichtssaal geflohen bist, besuch dort das Museum. Es sind alle Minecraft-Gemälde und mehr zu finden. Hat auch eine Tiefgarage, in der du dich prima verstecken kannst. Was? Zum Verstecken sind ja zu wenig Autos? Das ist gar kein Problem. Etwas weiter weg findest du den renommierten Autohändler Knups. Hier kannst du haufenweise Fahrzeuge und Anhänger kaufen. Da ist für jeden was dabei. Empfohlen von Ralf Schumann. Nein, halt die Schnauze, Ralf! Tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Um uns zu beruhigen, können wir in den wilden Westen reisen. Beachte John nicht, der hängt hier nur ab. Und was passt am besten zum wilden Westen? UFOs! Während das erste UFO eins ist, wie man es aus Filmen kennt, ist das zweite einfach eine umgekehrte Pyramide mit einem Gasthof auf der Oberfläche. Ziemlich kreativ. Nachts kann man neben diesem asiatischen Tempel ein paar Ballons sehen, die hell erleuchtet in die Luft entlassen werden. Wunderschön. Informier nur bitte nicht den Hausmeister darüber, dass er später wieder alles sauber machen muss. Er hat schon genug Arbeit dabei, sich um diese Wohnwagensiedlung zu kümmern. Um diesen Job zu machen, braucht man ordentlich mentale Kraft. Zum Glück bietet ihm die Kraft AG günstigen Strom. Frag nur nicht, wessen Idee es war, ein Nuklearkraftwerk direkt ins Stadtzentrum zu bauen. Hier wollte ich mir eigentlich diesen Busbahnhof anschauen, aber ich wurde irgendwie mysteriöserweise nach Chinatown teleportiert. Sehr schöne Gegend, auch wenn sie etwas eng und stark bevölkert ist. Was darf in einer stark bevölkerten Stadt nicht fehlen? Ein Flughafen bietet Platz für ein paar kleine Flugzeuge und hat sogar gleich einen Paketlieferanten gleich angebunden. Das muss entweder die schnellste oder langsamste Post sein. Sie haben zwar einen direkten Zugang zu Flugzeugen, aber keine Konkurrenz, also wer weiß, vielleicht gleicht sich das ja aus. Es hätte ja rein theoretisch gereicht, einfach nur eine leere Box als Lager zu bauen. Aber nein. Der komplette Weg vom Shop bis zum Flughafen ist gefüllt mit haufenweise Details. Es ist alles so liebevoll gebaut. Ich muss sagen, ich habe diese Woche 5 komplett demolierte Server gesehen.
Und das hier war eine sehr schöne Abwechslung zusammen mit dem letzten. Und dann gibt es auch noch solche bescheuerten Details wie die Spectator-Kugel. Wenn man rein teleportiert wird, ist man ein Spectator, also quasi ein Geist. Und sobald man sie wieder verlässt, wechselt man wieder in den Adventure-Modus. Komplett nutzloses, aber lustiges Feature. Wie viele andere Server ist auch dieser viel zu detailliert, um ihn in einem Video wie diesem zu zeigen. Es ist alles so liebevoll designt und das verdient definitiv mehr Aufmerksamkeit. Also los, schau dir den Server an! Sapphire Hollow. Ein verlassener Server, der sich auf den ersten Blick nicht besonders von anderen Servern seiner Art hervorhebt. Es gibt einen hübschen kleinen Spawn, den man nicht verlassen kann und irgendwie nach Boss-Arena schreit. Um ihn schnellstens zu verlassen, griff ich nach der Warp-Liste. Sie ist relativ kurz, aber dafür übersichtlich. Der Teppichblock führt uns logischerweise in die Creative-Welt, wo haufenweise Pixelart von verschiedensten Charakteren zu finden sind. Und beim Nachbarn befindet sich die Pride-Festung. Nun zu einem wichtigen Fun-Fact. Ich bin zwar kein Videospieltester, habe aber die Angewohnheit, alles Mögliche auszuprobieren, um zu testen, ob man sich irgendwie einen unfairen Vorteil über andere Spieler verschaffen kann. Ach, wem mache ich was vor? Ich habe diesen Fehler durch Zufall gefunden. Man teilt sich in der Creative- und Survival-Welt dasselbe Inventar. Alles, was man sich in der Creative-Welt holt, hat man in beiden Welten. Verantwortungsvoll und cool, wie ich bin, habe ich alles in meiner Macht versucht, um diesen Fehler irgendwie zu melden. Doch es funktionieren weder die Website noch der Discord-Link. Ich habe getan, was ich konnte. Also hatte ich eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als das schamlos auszunutzen. So sind plötzlich, gegen meinen Willen, haufenweise Items in meinem Inventar erschienen. Ich mach kurz was, ja? Schaut euch in der Zwischenzeit diesen Looping an. So, erblickt mein bescheidenes Haus. Okay, weiter geht's. Die Eventzone ist in einer großen Kuppel eingesperrt. Es ist schwer zu sagen, was hier genau während eines Events passiert. Hier steht ein kleines Dorf, ein mittelalterlicher Wachturm, ein asiatischer Tempel, ein verfluchtes Anwesen und ein Dschungel. Ich bin da echt ratlos. Das sieht für mich nach einer Pen-and-Paper-Session aus. Vermutlich hat es was mit Rollenspielen zu tun. Nein, nicht diese Art von Rollenspiel. Als nächstes der Minigame-Hub. Zumindest vermute ich, dass es das sein soll. Denn unter den meisten Werkzeugen ist rein gar nichts. Es passiert einfach nichts, egal ob man sich nähert, die Knöpfe drückt oder irgendwas anderes macht. Die Höhle ist auch leer. Versteht mich nicht falsch, stiltechnisch kann ich mich hier nicht beschweren. Ich hätte nur gerne Minigames in meinem Minigames-Hub, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Und tatsächlich, nach stundenlangem Suchen habe ich ein einziges Minispiel gefunden. Ein Jump-and-Run-Parcours. Ich konnte mir natürlich nicht entgehen lassen, mit meinen übernatürlichen Plattformer-Fähigkeiten zu flexen. Also lief ich den kompletten Parcours durch. Und so erhielt ich den ersten Platz auf der Rangliste. Ein blauer Teppich wurde nur für mich am Spawn ausgerollt. Und jeder, der gerade auf diesem Server war, bejubelte mich um mein Heldentum. Ah, richtig. Als ich mir den letzten Warp auf der Liste anschauen wollte, wurde ich einfach so auf das Glasdach teleportiert und war somit frei, den kompletten restlichen Spawn zu erkunden. Es gibt hier viel mehr zu sehen, was nicht für normale Spieler wie mich gedacht war. Das hier kann ich nicht genau erklären und ich werde es einfach ignorieren, wie ich das mit allem ein Problem mache. Aber diese Sandstein-Arena ist cool, oder? Hä? Hier ein interessantes Detail. Der Spawn hat 3 verschiedene Versionen von sich. Sie scheint thematisch nach den 4 Jahreszeiten gebaut zu sein. Das ist der Winter, das hier ist der Sommer und wie sich herausstellt, gibt es nur 3. Also müssen sich der Frühling und der Herbst diesen Spawn teilen. Hoffentlich stechen sie sich nicht wieder gegenseitig ab. Ich habe keinen Bock, 3 Monate weniger im Jahr zu haben, in denen es keine Sommerhitze aus der Hölle gibt. Und zu guter Letzt hier am Spawn ein unbetretbares Schloss mit mehreren Kistenshops im Thronraum und einer viel zu großen Halle. Bei sowas hoffe ich immer, dass diese gigantischen Kronleuchter nicht runterfallen. Es ist nämlich echt schwer, gute Bedienstete zu finden. Schauen wir uns doch eben auch die normale Welt an, die in der Spieler bauen können. Was haben wir denn hier? Ein ganz schickes, bewaffnetes Luftschiff mit erbeuteten Schätzen. Und gleich daneben ein hübsches kleines Dorf. Und was ist denn das? Ah, natürlich. Das darf auf keinem Server fehlen. Eine Reihe von unaufhaltsamen Wither-Bossen, die die komplette Welt mit explodierenden Köpfen bombardieren und immun vor jeglichen Schaden sind, was sie unsterblich macht. Ein Klassiker. Hier haben wir einen außergewöhnlichen Server, der rein theoretisch verlassen ist. Willkommen auf dem Castaway Developer Server. Dieser Server ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern für die Entwickler vom eigentlichen Castaway-Server. Schon vom Eingangsbereich kann man erkennen, dass das Thema dieses Servers räudige Piraten sind. Jarr! Der Spawn befindet sich komplett auf einer Insel mit einem totenkopfförmigen Stein. Unglaublich, was die Natur alles erschaffen kann. Außerhalb der Höhle finden wir einen bewohnten Hafen im Piratenstil.
Der Hafen ist natürlich durch diese massive Steinmauer seitlich vor Angriffen geschützt, aber nur vor dieser einen Seite. Hier legen nur wahre Plünderer und Schurken wie ich an. Ihre Schiffe sind nicht von schlechten Eltern, sondern von absolut miserablen Eltern. Wieso wären sie sonst Piraten geworden? Nachdem ich mich etwa 10 Minuten nach Easter Eggs umgeschaut habe, habe ich tatsächlich einen Debug-Stick gefunden. Der Debug-Stick wird normalerweise dafür genutzt, um Eigenschaften von Blöcken zu verändern. Doch leider funktioniert er nicht. Außerdem habe ich nach irgendeiner Möglichkeit gesucht, um hier zu sterben. Nein, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Sie haben definitiv an vieles gedacht, um es zu verhindern. Ich kann nicht vom Rand der Karte fallen, kriege keinen Fallschaden und kann auch nicht verhungern. Doch an das Offensichtlichste wurde nicht gedacht. Man kann ertrinken. Ich vermute mal, dass es nicht beabsichtigt, weil wenn man stirbt, verliert man alle Items im Inventar. Darunter auch der Stern, den man braucht, um die Server zu navigieren. Das wäre normalerweise ein Problem. Doch da es sich hier um einen Testserver handelt, bin ich sowieso auf keiner Whitelist und kann die anderen Server eh nicht betreten. Interessant ist, dass es tatsächlich 2 verschiedene Designs für die Serverliste gibt. Einmal das vom Stern und einmal dieses hier. Das zweite Design kann man nur sehen, wenn man den Befehl /servers benutzt. Und bei der zweiten Liste steigt die Spielerzahl des ersten Servers einfach unendlich an. Was für ein gut besuchter Server. Als ich nach dem eigentlichen Server gesucht habe, der übrigens gut besucht ist, habe ich herausgefunden, dass ihre Website gar nicht funktioniert. Doch wisst ihr, was funktioniert? Der Shop! Hauptsache, das geht. Und dieser Shop ist so hart Pay-to-Win, dass man sich sogar Platin-Werkzeuge kaufen kann. Versteht mich nicht falsch, wenn ein Spiel einen Kosmetik-Shop hat, kann ich das gerade noch so tolerieren. Irgendwie müssen sich Spiele ja finanzieren, wenn sie kostenlos sind. Aber sich Vorteile in Spielen kaufen zu können, ist einfach nur unfair. Ich weiß, es ist gerade auf Minecraft-Servern zum Standard geworden, aber ich mag diesen Trend nicht. Eure Bildung ist mir unfassbar wichtig, weshalb ich euch heute etwas Wichtiges beibringen will. Wusstet ihr, dass ihr große Eichenholzbäume verhindern könnt, indem ihr einen Block ein paar Meter über die Setzlinge platziert? Das wusstet ihr? Wieso hat mir das keiner gesagt? Dann zeige ich euch halt stattdessen, was auf diesem verlassenen Server ist. Das erste Haus besteht aus Holz und Wolle, was vermutlich die größte Brandgefahr überhaupt darstellt. Drin findet eine Party statt. Was für eine Party das ist, könnt ihr durch die ganzen Betten herausfinden. Oh ja, Baby. Eine Übernachtungsparty! Vor der Farm steht ein kleiner Glücksspielautomat, bei dem du ein zufälliges Stück Papier gewinnen kannst. Laut DeepL, das Übersetzungstool, was ich benutzt habe, steht auf dem Schild Schwierigkeitsgrad. Kun. Aha. Auf den Zetteln in der Maschine stehen Frequenz, Kreis und geschmorte Schweinerippchen nach okinawanischer Art. Was? Durch die Übersetzung habe ich noch weniger Ahnung, was das Ding sein soll. Diese Farm mit absolut tiergerechter Haltung scheint ihre Hauptbase zu sein. Gleich daneben ist nämlich ihre Sammlung an coolem Zeug. Was sofort ins Auge fällt, ist die riesige Haiflosse auf dem Dach. Einzigartiges Design, muss ich sagen. Nur diese Lavafarm direkt daneben, neben dem Holzhaus, das ist sehr gewagt. Im Dachgeschoss kann man 4 Katzen finden, was meiner Meinung nach viel zu wenig sind. Es sollten mindestens doppelt so viele sein. Hinter dem Haus schießt uns ein Wasseraufzug gen Himmel. Er bringt uns zu einem Portal, der uns in den Netherhimmel führt, wo es eine unglaublich effiziente Schweine-Zombie-Farm gibt. Der Boden ist so voll mit Gold, die Trichter kommen gar nicht hinterher. Ich habe mal reingeschaut und alles, was dort ist, sind 2 miteinander verbundene Portale. Die führen beide ins selbe Ziel. Neben dem Dorfbewohner-Streichelzoo kann man in diesem Steg die Treppe runter, um in eine Sauna zu kommen. Ihr denkt jetzt bestimmt, eine Sauna auf dem Boden eines kalten Ozeans ist eine richtig beschissene Idee, Kabe. Aber Gegenargument? Fick dich. Hier wird man aus irgendeinem Grund gleich zu Beginn von einem traurigen Stein-Emoji willkommen geheißen, was bestimmt ein gutes Omen ist. Gleich daneben ein Portal, was mitten im Nichts steht. Das wirkt so einladend wie ein Blick in meine Seele. Aber es ist das komplette Gegenteil, man wird hier sicher in einen Transportraum gebracht. Von dort aus kann man zu anderen Portalen reisen, quasi wie ein Bussystem. Nur ohne Bus und ohne ein gutes System. Auf den Strecken findet man ein paar verschiedene Abzweigungen, die jedoch oft zu einem deaktivierten Portal führen. Doch, schon bevor man überhaupt einen Schritt in diese alte Welt setzen kann, erreicht ein furchtbarer Anblick meine lieben, unschuldigen und gleichzeitig sexy Augen. Eine komplett demolierte Wächterfarm. Hier ist irgendwas Furchtbares passiert. Aber vielleicht ist ja nicht alles zerstört. Vielleicht waren die Griefer gnädig und haben beim nächsten Portal wenigstens die Tiere am Leben gelassen. Nein, es ist alles weg. Etwas, was früher mal ein guter Server für virtuelle Lost Place-Touristen war, ist für immer verloren. Bei echten Lost Places ist es übrigens genauso. Sobald ein guter Hotspot bekannt wird, wird jedes Kupferkabel aus der Wand gerissen und alles, was wertvoll aussieht, mitgenommen. Vieles wird auch nur zum Spaß geschrottet. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe Sachbeschädigung, aber nicht, wenn es niemandem gehört. Was? Doch das Schlimmste kommt noch. Eine gigantische Sandsteinvilla, die innen komplett in ihre Einzelteile zerlegt wurde.
Das muss ich schon fast zensieren. Ich muss dazu sagen, einerseits hasse ich, wer auch immer das gemacht hat. Andererseits bin ich enttäuscht, dass sie nicht mehr das Griefen richtig hinbekommen. Die Wände und das Dach stehen noch. Das ist vollkommen miserable Arbeit. Wenn du willst, helfen wir dir beim nächsten Mal. Wenn du hierfür verantwortlich bist, teile uns doch einfach mit, wer du bist und wo du wohnst. Dann können wir dir eine freundliche Einweisung geben. Und weißt du was? Aus Trotz gibt es heute kein trauriges Ende. Es wurde nicht alles zerstört. Ganz im Gegenteil. Im Nether gibt es zwar noch eine kaputte Farm, doch gleichzeitig ist das auch der schönste Anblick, den ich seit langem darin gesehen habe. Es liegen überall Steine herum. Die bedecken den Nether vollständig und sorgen dafür, dass keine Monster erscheinen. Und da somit alles leer steht, könnte man meinen, es sieht aus wie eine friedliche Schneelandschaft. Die Hölle ist also endlich zugefroren und sie ist wunderschön. Wenn sie es schafft, das zu vollbringen, dann schaffst du es auch. Hör niemals auf zu träumen. Vielleicht werden sich auch irgendwann deine Träume erfüllen. Und selbst wenn nicht, hast du es wenigstens versucht. Haut rein, Freunde. Euer Carbedox.